Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Wir nutzen heute mal wieder den regnerischen Tag und sitzen hier im neuen Mazda CX-5 und ich möchte euch ein richtig cooles Menü zeigen, das komplett neu von Mazda entwickelt wurde. Und da geht es um diese, ich sage jetzt mal Assistenzsysteme, die heute in den neuen Fahrzeugen drin sind. Und mit dieser Seite kann man die sehr, sehr schnell und einfach konfigurieren. Und dann stellt sich vielleicht die Frage, ja warum oder was will ich denn damit tun? Da muss man ein bisschen ausholen, denn es gibt eigentlich schon seit mehreren Jahren oder mindestens mal vielen Monaten den Wunsch von euch, dass man bestimmte Systeme hier ein bisschen konfigurieren kann. Also leiser stellen, die Töne ausschalten und so weiter und so fort. Denn Assistenzsysteme sind einerseits natürlich Segen, das heißt, die können euch helfen, Unfälle zu verhindern, dass ihr natürlich sicherer fahrt, aber manche Zuschauer unter euch möchten einfach auch bestimmte Sachen einfach ausschalten und sagen, ich möchte es nicht, ich brauche das nicht. Und Mazda hatte das auch schon vor einigen Jahren erkannt. Da gab es so ein ziemlich neues System, das nannte sich ISA, also intelligenter Speed Assist. Und damit wurde eingeführt, dass das Auto euch warnt, wenn ihr 3% zu schnell fahrt. Das war also eines der unbeliebtesten Systeme, was damals integriert wurde. Mazda hat da relativ fix darauf reagiert und hat euch eine Stummschalttaste zur Verfügung gestellt. Die befindet sich immer hier links unten am Armaturenbrett. Wenn man die drückte, wurde also einmal dieses Verkehrszeichen-Warnsystem stumm geschaltet. Allerdings hat man das gleich kombiniert mit so ein paar anderen Systemen, die nicht so beliebt waren, sage ich jetzt einfach mal, wie zum Beispiel Spurhalteassistent, Spurwechselassistent und irgendwelche Warnungen, wenn irgendwie entgegenkommender Verkehr war. Dann waren die stumm, aber ganz wichtig, nicht ausgeschaltet. Das heißt, im Extremfall haben die trotzdem noch reagiert. Es gab aber trotzdem immer wieder Nachfragen von euch, hey, ich möchte aber nur das Verkehrszeichenerkennungssystem stumm schalten oder ein ganz anderes. Also jeder wollte das irgendwie anders konfigurieren. Und damals waren diese Konfigurationsmöglichkeiten, wenn überhaupt, extrem tief im Menü versteckt. Und es hat lange gedauert, bis man dann eben diesen Punkt gefunden und ausgeschalten hatte. Denn man muss diese Systeme jedes Mal neu konfigurieren, wenn man das Auto startet. Also das ist vom Gesetzgeber so vorgeschrieben, das ist kein Bug. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn das so schnell wie möglich funktioniert. Und das hat Mazda jetzt tatsächlich getan und hat euch ein Menü zur Verfügung gestellt, wo eben, sage ich jetzt mal, die wichtigsten Systeme drauf sind, die sich alle so ein bisschen gewünscht haben, dass man die ganz schnell konfigurieren kann. Und wie ihr die findet, zeige ich euch jetzt hier mal in diesem Display. Ihr müsst euch also in eurem Mazda CX-5 befinden und Mazda hat euch hier so ein kleines Symbol zur Verfügung gestellt. Das sind so fahrzeugspezifische Einstellungen. Egal in welchem Menü ihr euch befindet, einfach kurz da unten drauf drücken. Dann habt ihr hier diesen Fahrdynamik-Modus, den wollen wir jetzt hier für dieses Video nicht, sondern wir gehen jetzt hier oben auf den Bereich Sicherheit. Habt ihr eine sehr, sehr schöne Ansicht und ich finde auch die Ansicht zeigt eigentlich schon, worum es geht, ohne dass jetzt großartige Erklärungen zu sehen sind. Das heißt, ihr habt hier verschiedene Bezeichnungen. Wenn sie orange leuchten, sind diese Funktionen aktiviert und ihr seht schon, die meisten sind im Moment aktiviert, nicht alle. Ich drücke jetzt einfach mal aus Spaß diese Stummschalttaste hier links an meinem Armaturenbrett. Und vielleicht kannst du das auffangen. Wenn ich da drauf drücke, gehen jetzt gleich ein paar davon auf stumm. So, ihr seht schon, also hier sind 2 Stück ausgegangen. Und mache ich die Stummschalttaste wieder an oder aus, besser kannst du jemand, wie man sieht, geht das wieder an. Das ist jetzt sozusagen 2 Punkte, die mit dieser Stummschalttaste kombiniert sind, kann man hier schon sehen. Aber wir haben natürlich hier noch deutlich mehr. Wir gehen jetzt einfach mal zusammen durch. Das Ganze kommt natürlich aus dem Englischen, das heißt, wir haben jetzt hier das TSR, das kommt aus dem Englischen, Traffic Sign Recognition, das heißt Verkehrszeichen-Erkennungssystem. Das System übrigens bleibt immer an, wenn ihr drauf drückt, ist ja nur ein Lautsprechersymbol. Das heißt, wenn ich es nicht möchte, brauche ich hier nur fix draufdrücken und schon ist nur das Verkehrszeichen-Warnsystem stumm geschaltet. Dann kriegt ihr natürlich auch hier vorne im Tacho so eine kleine Info nochmal mit, hey, schau her, so ein Auto mit einem orangen Symbol, ein Lautsprecher, der durchgestrichen ist. Und das bedeutet für euch nochmal eine kleine Info, hey, ihr werdet nicht gewarnt. Darauf achten, ihr startet das Auto nächstes Mal wieder, müsst ihr natürlich dran denken, es wieder zu deaktivieren. So, also das wird sicherlich der beliebteste Knopf bei euch werden, kann ich mir jetzt schon vorstellen. Jetzt haben wir hier aber noch die Möglichkeit, wirklich super einfach noch ein bisschen was einzustellen. Gehen wir es kurz mal durch. SBS steht für Smart Brake Support. Das sind ganz, ganz viele Systeme, die da gruppiert werden miteinander. Ihr müsst euch vorstellen, das Auto hat hier oben eine Kamera und mit dieser Kamera wird der vorfahrende Verkehr und generell euer Umfeld überwacht. Und es arbeitet mit Bilderkennungssystemen, also alles, was irgendwie so ausschaut wie ein Auto, wie ein Motorrad, wie ein Fußgänger, wie ein Radfahrer und so weiter und so fort. Das wird von dieser Bilderkennung erfasst. Und wenn das irgendwie sehr nah an euer Fahrzeug kommt und ihr ungebremst darauf zufährt, werdet ihr zunächst eine Warnung bekommen. Und dann, wenn ihr nicht auf diese Warnung reagiert, wird das Auto eine Notbremsung einleiten. So, und jetzt könnt ihr sagen, okay, vielleicht hattet ihr mal so eine Situation, dass da irgendwie am Rand einer geparkt hat und ihr seid da ein bisschen flotter dran vorbeigefahren. Dann würde das Auto sagen, irgendwie Achtung, bremsen.
Und manche Kunden, die wollen das eben nicht oder die stört das. Dann könntet ihr zum Beispiel eben hier diese Stummschalttaste drücken. Dann würde es zum Beispiel diese Warnung zwar am Display anzeigen, es wird auch die Notbremsung im schlimmsten Fall durchführen, aber das System wäre trotzdem noch an. Denn grundsätzlich ist das natürlich schon sinnvoll, wenn irgendwie ein Fußgänger über die Ampel latscht, aufs Handy glotzt und die rote Ampel nicht gesehen hat und ihr habt den irgendwie auch nicht so richtig gesehen, dann soll das Auto ja schon bremsen. Das ist schon wichtig, finde ich. Wenn ihr wirklich das Bremsen auch ausschalten wolltet, dann ganz wichtig, bitte nur dann hier auf der linken Seite diese Taste drücken. Kommen wir zur nächsten, ELK. Kommt wieder aus dem Englischen, Emergency Lane Keeping, also das sind im Endeffekt 3 Systeme auch nochmal. Es sind also sozusagen Systeme, die dafür sorgen, dass das Auto euch beim Lenken unterstützt. Stellen wir uns mal folgende Situation vor, ihr fahrt irgendwie auf der Landstraße, Autobahn, seid vielleicht ein bisschen abgelenkt oder übermüdet und ihr kommt irgendwie so ein bisschen an den Straßenrand ran und dann werdet ihr so einen leichten Druck im Lenkrad spüren, dass euch wieder so ein bisschen in die Mitte von der Spur fährt. Ja, das sind so Sachen wie Spurverlassensassistent, Spurhalteassistent. Oder dieses Auto hat tatsächlich auch eine Funktion, wenn was im toten Winkel wäre und ihr würdet diesem Auto, was im toten Winkel wäre, so versuchen so ein bisschen entgegenzukommen, dann drückt es euch sozusagen auch wieder nach rechts. Also es assistiert euch in die richtige Richtung. Und wenn ihr diese Funktion nicht mögt, könnt ihr natürlich jetzt auch hier mit einem einzigen Tastendruck, wenn ihr diesen aktiven Lenkassistenten nicht wollt, einfach hier ausschalten. Auch dann gibt es natürlich im Tacho wieder diverse Informationslampen. Und ich weiß nicht, Marcel, ist immer für dich mal, glaube ich, immer schwierig, den Fokus zu finden. Das sind dann hier oben rechts. Und wie ich gerade schon sagte, hier hat einmal die Linien, damit ihr praktisch nicht über die Linie schießt, ohne zu blinken. Und das andere ist dann eher so Gegenverkehr, solche Geschichten, die ich euch erklärt habe. Okay, dann haben wir noch hier PDA. Das ist sozusagen ein proaktiver Fahrassistent. Das finde ich eine relativ coole Funktion, die ist tatsächlich standardmäßig nicht an. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Abstandsradarsystem, ohne dass ihr das aktivieren müsst. Also sozusagen, ich finde es ziemlich cool, es geht glaube ich von 20 bis 140 km/h. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie gerade hinter einem Auto herfahrt, ohne Tempomat, und ihr geht gerade so vom Gas runter, weil ihr merkt, der reduziert vor euch die Geschwindigkeit, aber der reduziert die eben stärker als ihr. Und ihr habt das System aktiviert, dann hält das Auto immer so einen konstanten Sicherheitsabstand und geht tatsächlich so ein bisschen in die Bremse mit rein. Das heißt also, ihr müsst nicht die ganze Zeit zwischen Bremse und Gas wechseln. Es reicht, wenn ihr einfach so ein bisschen vom Gas runter geht, das Auto erkennt den vorfahrenden Verkehr und wenn der eben ein bisschen zu stark abbremst, macht euer Auto damit. Also ich finde die richtig cool, die Funktion. Probiert die ruhig mal aus. Haben gar nicht so viele Kunden an, wie ich mittlerweile schon gemerkt habe. Dann haben wir hier Parking-Sensor. Also die meisten würde ich empfehlen, das anzulassen. Wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund nicht wollt, dass der Einparksensor an ist, ja, dann könnt ihr natürlich hier die PDC-Sensoren ausschalten. Aber natürlich dann auch aufpassen, wenn er einparkt, dann piepst auch nichts mehr. So, das hier ist wieder eine Taste, die könnte relativ beliebt bei euch werden. Driver Monitoring. Also wir haben bei dem Auto hier vorne, sieht man auch so einen Aufsatz, da ist eine kleine Kamera drin. Und diese Kamera, die brauchen wir zum einen mal natürlich für die Bilderkennung hier. Wir haben ja in dieser Ausstattungslinie auch so ein Personalisationssystem, das euer Gesicht erkennt, alles einrichtet. Hatten euch auch schon mal Videos zu dem Thema gemacht. Verlinke ich euch mal da oben. Aber es erkennt noch viele andere Sachen. Also grundsätzlich ist das Ganze mal zum Beispiel für Müdigkeit gedacht. Also wenn euch die ganze Zeit die Augen zufallen, dann kriegt ihr hier eine Info, hey, willst du nicht mal eine Pause machen? Schaut gerade nicht so fit aus, ja. Oder aber auch zum Beispiel Ablenkung. Also wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit hier irgendwie in der Weltgeschichte rumschaut und nicht auf den Verkehr, ich meine zum Beispiel eben Handy oder seid irgendwie komplett abgelenkt von anderen Dingen, würdet ihr auch eine Info bekommen. In Kombination mit Tempomat würde das dann auch dazu führen, dass der Tempomat einfach nicht weiterfährt, sondern wird dann kurz unterbrochen, bis ihr wieder aufmerksam seid. Aber es gibt tatsächlich auch noch eine Schutzfunktion, wenn das Auto erkennt, dass ihr bewusstlos seid, also oder eingeschlafen, dann würde das Auto tatsächlich eben eine Bremsung einleiten, Warnblinkanlage, Hupen. Das hatten wir euch auch mal in so einem Vorstellungsvideo schon vorgestellt, wie das Ganze funktioniert. Richtig coole Funktion, finde ich persönlich. Aber wenn ihr sagt, ich möchte dieses sage ich jetzt mal, System nicht haben, dann könnt ihr hier einfach auf diese Taste drücken und dann ist es natürlich auch aus. Auch hier eine kleine Info, ist wirklich nur ein kleines Symbol. Das wird jetzt noch schwieriger für dich, Marcel, da unten. Da seht ihr hier schon so ein kleines Kästchen, wie so ein Porträtfoto schaut das aus mit einem Off. Das heißt also, jetzt ist sozusagen hier diese Erkennung ausgeschaltet. Ja, dann haben wir noch 2 Systeme. Unten rechts Englisch BSM, Blind Spot Monitoring. Also ich sage ja mal toter Winkelassistent dazu. Finde ich eine ziemlich coole Funktion. Wenn ihr also an einem Fahrzeug vorbeifahrt, dann seht ihr ja das Auto. Aber umgekehrt, wenn der irgendwie schneller ist wie ihr oder vielleicht
gleich schnell. Typische Situation irgendwie auf Autobahn, dreispurig, ihr seid ganz links, einer ganz rechts, 2 Leute wollen in die Mitte fahren, sehr brenzlig. Auf einer Baustelle, rechts will euch jemand überholen, ja, weil ihr seid eben zu langsam einfach, dann kann das schon mal sein, dass man das einfach nicht so richtig gesehen hat. Das kann auch irgendwie ein Motorrad sein. Und ich sehe im Spiegel dann eben kein Fahrzeug. Dann würde ich zumindest eine gelbe Warnlampe im Spiegel sehen, weiß ich schon mal, hey, da ist irgendwas im Gefahrenbereich. Und wenn ich dann eben anfange hier zu blinken, dann wird noch ein Warnton dazu kommen. Und man kann eben diesen Warnton, wenn der einem zu früh reagiert, so konfigurieren. Aber wenn man sagt, ich will den nicht, dann kann man wieder mit dem Lautsprechersymbol ihn stumm schalten. Dann würde zumindest noch im Spiegel diese Warnlichter auftauchen. Und wenn ihr diese Funktion gar nicht nutzen wollt, dann könnt ihr es tatsächlich auch ausschalten. Kann tatsächlich zum Beispiel auch mit dem Wohnwagenbetrieb auch zusammenhängen. Das Auto erkennt zwar den Wohnwagen, wird er dieses System übrigens automatisch ausschalten, weil er die ganze Zeit denkt, der Wohnwagen will euch gleich überholen. Aber von daher kann man es eben, je nachdem, was ihr da eben möchtet, auch noch ein bisschen konfigurieren. Und dann haben wir hier oben noch, das nennt sich Low Speed Object Detection. Also das hängt mit diesem anderen SPS nochmal zusammen. Und zwar hat euch erklärt, dass das normale Smart Brake Support, also der Notbremsassistent, ist ein kamerabasiertes System. Aber man hat bei Mazda eben noch ein Zusatzsystem dabei, und zwar nach vorne und nach hinten. Und das funktioniert nicht mit der Kamera und ist eher so ein bisschen für Einparksituationen gedacht. Das läuft hauptsächlich über die PDC-Sensoren, die natürlich einerseits piepsen, aber euch natürlich auch den letzten paar Zentimeter, bevor es zum Zusammenstoß kommt, noch helfen können. Stellt euch einfach mal folgende Situation vor. Ihr fahrt irgendwie rückwärts, da ist ein Pfosten, eine Mauer, irgend sowas oder ein flacher Karton, der steht irgendwo rum. Das würde von keiner Kamera hier richtig erfasst werden, natürlich von der Rückfahrkamera, aber vielleicht habt ihr da nicht so richtig drauf geschaut. Und dann kommt ihr diesem System immer näher und irgendwann wird das Auto dann eben eine Notbremsung einleiten. Und wir haben dazu tatsächlich auch mal mit einer Mazda 3 sogar ein Video gemacht, kann ich euch mal hier oben verlinken, speziell zu diesem Thema. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Also praktisch ein Bremssystem, ein Notbremssystem in Kombination mit den PDC-Sensoren. Wenn es dem Auto zu schnell wird, ihr da drauf zufahrt, dann wird eine Vollbremsung eingeleitet werden. Ich finde es ein ziemlich cooles System, würde ich auf jeden Fall anlassen, aber ihr könntet es theoretisch da ausschalten. Ja, und wie ich schon sagte, man hat hier eigentlich in diesem Menü die wichtigsten Systeme, die immer wieder nachgefragt wurden, kombiniert. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Systeme und ihr könnt die noch viel feiner einstellen, aber das ist sozusagen die Gruppierung der wichtigsten Systeme, damit ihr schnell darauf zugreifen könnt. Das ist ja wirklich, wenn man da so ein bisschen geübt ist, in 10, 15 Sekunden locker erledigt, Menü, zack, zack, zack und schon könnt ihr losfahren. Also so schnell ging es bisher noch nie. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder mal mit diesem Tipp ein paar wichtige Hinweise für euren neuen Mazda CX-5 geben. Würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, freut uns immer sehr. Fragen wie immer in die Kommentarabteilung unten reinpacken. Wir versuchen da immer so schnell wie möglich darauf zu antworten. Und ansonsten nicht vergessen, übrigens unseren Kanal zu abonnieren. Der ist absolut kostenlos für euch. Drückt ihr die Glocke, kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.